Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch doch ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Deus Ex Human Revolution. So, dann machen wir uns doch mal direkt auf zu David Seraph und ich bin gespannt, was er uns jetzt zu sagen hat, vor allem bezüglich der Sicherheitslücke, die es hier in diesem Gebäude gibt und dass er eingerichtet hat. Nicht gut, nicht gut. Und dieser David Taggart soll auch im Gebäude sein, ich bin ja mal gespannt. Das nennt man auch ein Bug. Was ist denn hier los? Die Musik passt auch irgendwie überhaupt nicht. Moment. Da muss ich eben nochmal am besten den Spielstand laden, weil auf Bugs habe ich ja nun keinen Bock. Tja, manchmal finde selbst ich Bugs. Oh, und ich habe auch, sehe ich gerade, ganz vergessen, die Stoppuhr mal laufen zu lassen. Ich denke mal, ich bin mindestens eine Minute, habe ich schon gespielt. Okay, diesmal aber bitte ohne Bug. Was für eine wunderschöne, hässliche Aussicht über Detroit. Klappt's diesmal bitte? Ja, geht doch. Wow. Das ist wohl die ganze Sicherheitsentourage, die hier so mit dazukommt zu Taggart. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Eidos. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Seraph's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. Oh, der will mich hier extra reizen. Ich hab alles im Griff, Arschloch. I appreciate your concern, Mr. Taggart. But it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. Ja, ich befrag ihn ruhig mal. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Ein Stück weit stimme ich diesem Taggart ja sogar zu, um ehrlich zu sein. Unreguliert darf man dieses ganze Zeug auf jeden Fall nicht lassen. Ich meine, guckt euch das mal an. Okay, Titten. Woo. Die darf man ruhig unreguliert lassen, aber den Rest nicht. You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen. I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was, Too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen.
I suggest you think long and hard on that. Ah ja, und welcher Freund wäre das? I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know. Hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuroposine dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. So, interessant zu wissen. Na, du bist ja ein ganz lieber. Just doing my job here, sir. I'm sure you can appreciate that. Real shame what happened at your factory tonight. My condolences. Ja, du wirkst auch so ehrlich wie mein Kaugummi. Naja, hallo Effin. Athena, you've been at this company a long time. I hope that's not a comment about my age, Adam. No. But I know nothing gets by you. If Sarif had done something that could compromise us. Mr. Sarif has only the best interests of this company in mind, Adam. I'm not questioning that. Aren't you? I've been here since the beginning. I've seen how he built this up from nothing. He cares for his people. He truly believes what we're doing is important, and he would never do anything to jeopardize it. I shouldn't have brought it up. No, you shouldn't have. Now, if you'll excuse me, I'm busy. Okay, gut, du weißt also nix und mein Gott. Ich bin ja mal gespannt, was er mir jetzt zu erwidern hat. Du hast besser ein paar gute Antworten, David. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? I what? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Du willst doch bloß vom Thema ablenken. Ah, bisher ist er sowohl Alpha als auch Beta gleich. Zögert nicht von seiner Autorität Gebrauch zu machen, mag keinen Widerspruch, wechselt nicht selten das Thema, um eine Debatte zu gewinnen. Das will ich ja, glauben Sie mir. Ich will diese Kerl unbedingt fassen. Beschwichtigen. Neu konzentrieren, ja. Oh fuck. Adam, are we done here? Ganz ruhig. I want to, believe me. I want to catch these guys as badly as you do. But that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right, you're right. I'm sorry if I seem evasive. But there's something you're not getting here, Adam. Business is war, with no clear battleground and no rules to keep our enemies honest. In this company, I'm the commander-in-chief, and I have to be ready for anything, and I will do anything to ensure that I am. Now, I hired you because I needed a general I could trust, one who knows how to obey orders. Der lenkt schon wieder ab, das gibt's doch nicht. Er ist immer noch ein Beta, okay. Der neigt dazu, anderen die Schuld zu geben, macht aber einen Rückzieher, sobald er Gegenwind spürt.
Beschwichtigen, verteidigen. Verteidigen. I think I proved myself today. And the only reason I'm worried about that loophole right now is because the data you streamed through it could have been accessed, backtraced, and stolen by the men who attacked us. Our enemies might still find a way to hurt us with it. I wasn't criticizing you, Adam. But I suppose you raise a good point. Your concerns about the data being compromised won't really be an issue as long as we stay strong and work together as a team. That's all I've ever tried to do here. Find the best, most qualified people I can, and bring them all together so they can complement each other. Now, Megan understood that. That's why she suggested I hire you in the first place. To help this little family of ours survive. Jetzt lenkt er schon wieder, aber auf Megan diesmal. So ein Arsch. Und er ist ein ultimativer Alpha. Okay, 2... Ja, ich verteidige mich nochmal. With all due respect, sir, I am trying to do my job. The job you hired me to do. The job you even brought me back in for tonight. But it feels like you're getting in the way. Especially when you start bringing Megan into this. Calm down, Adam. There's no need to get defensive here. Doesn't do anyone any good. I can understand why the mention of Megan's name gets your hackles up. She did break your heart after all. But the data I streamed was a routine, fact-finding check carried out after one of our many late-night discussions, and I don't see how knowing the content of it will make you better equipped for your job. Honestly, Adam, you're starting to appear as jealous as Frank. Just trust me with this one. Irgendwie nicht wirklich. Genau, dass sie mir nicht vertrauen. I would like nothing better than to trust you with this, boss. But trust is a two-way street, and the way you've handled this entire conversation so far makes me think that it's you who isn't trusting me. Why, boss? What is it you're so afraid to tell me? Adam, of course I trust you, son. And it's not that I'm afraid to tell you the truth. It's just that, honestly, I'm afraid you'll take it the wrong way. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Okay. Ich habe es immerhin geschafft, dass ich meine Daten gekriegt habe und habe auch 2000 Erfahrungspunkte gleich direkt dafür bekommen. Verdammt, ich hätte ihn noch zwischendurch schaffen können, ihn zu überreden oder so. Naja, egal. Lief ja auch ganz gut, ich habe meine Infos bekommen auf meinen Rechner und... Das lese ich später durch. Wir reden erstmal über unsere nächsten Schritte. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack.
You think it has to do with the typhoon or with some other top secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farita's prepping the chopper. Okay, mehr kriege ich wohl nicht aus dir raus, hä? You have your orders, Adam. Meet Farita at the helipad as soon as you're ready to leave. Okay. Ich vertraue dir trotzdem nicht. Irgendwie kann man dir auch nicht so richtig vertrauen. Okay, die Typen sind abgezogen. Die Olle am Schreibtisch ist sauer auf mich. Nicht mein Problem. Jetzt muss ich mal fix an meinen Rechner und mir die Daten anschauen, die er mir jetzt gesendet hat. Ich bin ja mal gespannt, was für unglaublich schreckliche Enthüllungen dabei sind, die ja dann nicht mehr ungeschehen zu machen sind. Wie David das so genannt hat. Okay. Tatsächlich, okay. Kein Betreff. Von David Seraph und Anna Jensen. Von Brent Redford, okay. Ich habe einen Freund bei Geneview Labs ihren Test unter der Hand machen lassen. Weiß die betreffende Person, dass seine Eltern nicht seine leiblichen Eltern sind? Mich hat's überrascht. Laut der alten Krankenakten, die ich ausgegraben habe, war seine Mutter unfruchtbar. Aber sein Vater hat auch keine gemeinsamen Phänotypen. Was? Getestete Gensysteme, Vaterschaftsindex. Vaterschaftswahrscheinlichkeit 0? Okay, es sind also nicht meine Eltern. What the fuck? Was kommt jetzt noch? Brent, es war nicht einfach, aber ich habe endlich etwas über Margie und Arthur Jensen herausgefunden. Über ihre Krankenakten. Arthur Jensen hatte dank seiner alten Desert Storm-Freunde offenbar genug Einfluss, um gewisse Daten verschwinden zu lassen. Deshalb existiert die Familie praktisch nicht. Margies Akten konnte er allerdings nicht frisieren. Die Versicherung seines damaligen Arbeitgebers White Helix Labs war 8 Jahre lang für die Behandlung seiner Frau aufgekommen. Sie litt seit ihrem 14. Lebensjahr an Depressionen und musste medikamentös betreut werden. Als White Helix Labs niederbrannte, wurden sämtliche Dokumente bzw. Mitarbeiterakten zerstört und die Jensens verschwanden mehr oder weniger. Und jetzt kommt's. Gerade noch hatte Adam nicht einmal existiert und plötzlich hatten die Jensens einen 5-jährigen Sohn. Und dann verschwand sie von der Bildfläche. Ich habe also noch etwas tiefer gegraben und wie es aussieht, hatten die Jensens bei verschiedenen Agenturen in ganz Michigan versucht, ein Kind zu adoptieren, aber Margie war immer abgelehnt worden. Doch dann hatten sie plötzlich Adam. Ich habe allerdings keine Ahnung woher. Ich hoffe, das hilft. Wow. Mr. Seraph. Ich habe Adam Jensens psychologische Beurteilung nach dem SWAT-Zwischenfall mit diesem augmentierten Jugendlichen gefunden. Ich konnte zwar einen Blick in den Ordner werfen, ihn aber nicht kopieren. Noch nicht. Na, so viel vorab. Die Beurteilung fällt nicht gerade gut aus. Probleme mit Autoritätspersonen, Missachtung der Befehlskette, aggressives Verhalten, möglicherweise eine PTBS. Trotzdem, als sie mich angeheuert haben, sagten sie, ich soll zwischen den Zeilen lesen. Genau das tue ich jetzt. Die Beurteilung ist ein Witz. Wenn Sie mich fragen, wollte irgendein angefressener Vorgesetzter Jensen abschießen und hat die Beurteilung entsprechend formuliert. Ich habe mit einigen Soldaten gesprochen. Die meisten von ihnen mochten Jensen und hatten Respekt vor ihm. Sie hielten ihn nach wie vor für einen ehrlichen Kerl, trotz des SWAT-Zwischenfalls. Und sogar meine Quelle möchte ihn offenbar genug, um seine Beurteilung verschwinden zu lassen. Ach du Scheiße. Das waren mega brisante Informationen. Das beruhigt mich jetzt mal absolut nicht. Athena tells me you spoke to Seraph. Did he happen to tell you why he made us look like idiots? I'm handling it. You can imagine how relieved I am to hear that. I'll tell you what. While you follow any lead Seraph spoon-feeds you, I'm going to do what I should have done in the first place and backtrace that signal. That's your pride talking. Still, get back to me if you find something. You meant when? Pretty sure I didn't. Okay, Pritchard, gut. Das ist gut. Er kümmert sich weiter um die Geschichte. Weil ich vertraue ja Seraph auch nicht 100%, aber was soll ich sonst erstmal machen? Ich habe ja meinen Auftrag und muss zum Helipad. Und jetzt nach Shanghai.
Aber vorher möchte ich mal in das Krankenhaus marschieren und gucken, ob die mittlerweile vielleicht wieder ein paar Praxiskits im Angebot haben. Das wäre ja ganz cool. Weil, oder vielleicht gibt es ja auch schon wieder Nebenquests hier abzugreifen in Detroit. Ich war ja eine Weile weg. Okay, nicht wirklich lange, aber weil man weiß ja nie. Shanghai wird ja wohl schlecht wegrennen können, also denke ich, kann ich mich hier wohl ein bisschen aufhalten und ein bisschen umgucken. Wow, jetzt ruckelt es aber extrem. Was ist denn hier wieder los? Ich glaube, ich muss meine Festplatte mal wieder ein bisschen säubern. Jetzt geht's aber ab. Das war doch sonst nicht so schlimm. Strange. Hey, was machst du da unten? Da geht's zu Seraph Industries. I don't mean to judge, but I think the people who choose to augment themselves are rejecting their own humanity. Tja, rede mal nicht so clever. Sei froh, dass ich nicht erschieße. Naja, das darf ich ja auch nicht einfach so. Alter, was geht mit der Grafik auf einmal? Das ist ja jetzt richtig extrem. Das hier ist die eklige Dame, die mal im Müll rumwühlt. Aber ich möchte hauptsächlich wirklich einfach nur einmal... Obwohl, wenn ich schon mal hier bin, kann ich gucken, ob der an der Tankstelle auch was Neues hat. Und ein bisschen was verkaufen kann ich dabei auch gleich. Wenn ich schon mal dabei bin. Verkaufen. Verkaufen den Revolver mal. Und die Maschinenpistole, sehr schön. Die Revolvermunition kann ich auch dabei gleich loswerden. Oh, das bringt ja schon ein bisschen Geld. Die Typhoon behalte ich mal. Das erst recht. Ja, gut. Was hast du zu verkaufen? Nichts Neues. Schade. Ja, bla bla. So, dann mal in die Limb-Klinik und schauen, ob die ein paar Praxiskits für mich übrig haben. Und die Revolten, die hier angeblich sein sollen, nie sind sie da, wenn ich da mal da bin. Schon komisch. Ja, bla bla. Ich will nur ein bisschen was kaufen. Hallo. Zeig mir mal. Typhoon-Munition. Eine Pro-Energy-Dose und Hypostim. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ich habe ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein, aber... Naja. Man kann ja leider auch nicht alles haben. Also wieder raus. Und ab nach Shanghai. Ich überlege gerade. Nein, in Deus Ex 1 waren wir nicht in Shanghai. Da waren wir in Hongkong. Das war was anderes. Darf ich jetzt hier nicht vertauschen. Aber trotzdem, es ist Asien und in Deus Ex 1 war es ja so, dass Asien einfach nur eins der geilsten Levels überhaupt war. Die Musik war der Knaller. Oh, ich bin ja echt gespannt, wie das da wohl aussieht und abläuft. Vielleicht habe ich da auch wieder so eine schöne, relativ frei begehbare Stadt. Das würde mir ja gefallen. Und mittlerweile spitzt es sich wirklich zu. Seraph Industries verbirgt einiges. Aber er will mir einfach ums Verrecken nicht sagen, was denn Megan so unglaublich Veränderndes rausgefunden hat. Ich habe ja so eine Vermutung, weil das spielt ja vor Deus Ex 1. Meint ihr die Nano-Augmentierung, die mit der JC Denton später ausgestattet wurde und Paul Denton? Würde Sinn machen, oder? Und was soll diese verdammte Information, dass meine Eltern nicht meine wahren Eltern waren? Was bringt mir das jetzt? Ich meine, beruhigter fühle ich mich dadurch jetzt auch nicht wirklich. Im Gegenteil. Ich frage mich bloß, was das im Endeffekt bedeutet für mich. Okay, da sind wir. Hey, Jensen. The boss said you were on your way. You're gonna love Hangsha. You've been there? Used to live there. I spent 3, maybe 4 years working in the upper city. And most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? Warum war ich bei Shanghai? Ist Hangsha ein Stadtteil von... Shanghai? Ach, keine Ahnung, egal. Ab nach Hangsha. Warnung, nicht beendete Nebenmissionen werden abgebrochen, wenn sie gehen. Möchten Sie wirklich trotzdem gehen? Ach so, das war jetzt nochmal eine Möglichkeit. Da hätte ich zum Beispiel das mit Jenny Alexander beenden können und so weiter. Aber das haben wir ja damals schon gemacht. Jo, alles klar. I thought I was. How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward?
Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. Naja, der Flug wird ja jetzt wohl nicht gerade 10 Minuten dauern. Schon eine Weile, oder? Das Ding ist aber auch verflucht schnell. Alles klar. Puh. Eine ganz neue Gegend. Was wird mich da bloß erwarten? Bestimmt wieder einige Nebenquests. Kann ich mal stark von ausgehen. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approacheth. Son of a bitch. I'm supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hengshaw Court Gardens? It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close. In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. Okay, diese Stadt ist riesig. Wie soll ich hier irgendwas finden? Aber fuck, das ist ja hier wie Final Fantasy VII. Alle leben in Slums unter einer riesengroßen Platte. Das hat mal Stil. Penthouse-Wohnung durchsuchen. Und das ist ein bisschen um die Ecke, okay. Wow, guckt euch mal diesen Stadtplan an. Also das hier, die Etage da drunter, das ist ja riesig. Okay, wir werden hier wieder ein bisschen Spaß haben, Leute. Yes! Ich muss da lang, also gehe ich erstmal hier lang und gucke mich um. Ah, hier sind die ganzen Sachen, wo ich hin kann, eingetragen. Was ist das? Not since last week. I'm starting to get worried. She missed 3 days of work already. You don't think, Chan, for Ning's sake? I hope not. May is worried though. Speaking of May, is she still downstairs arguing with Acker? Where else would she be? That girl is seriously going to get herself into trouble one of these days. If that were the case, she'd already be in trouble. Between you and me, I'm starting to think Chan's afraid of her. Interessant, also irgendwelche Sachen zwischen den Prostituierten und... Mann, oh Mann, ganz nett. Egal. Während ich mit diesen beiden Ladies meine Runde unterhalte, machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Mein Name ist Alex, bis dann!